September 2012, ein Fall, der bis heute immer noch Fragen aufwirft. Wir drehen die Zeit zurück und versuchen zu verstehen, was wirklich an jenem Tag geschehen ist. Bruder, komm, die Bullen! Bruder, die Bullen, komm! Dies ist der Fall Marvin Dell, ein Name, der für viele zum Sinnbild für verlorene Gerechtigkeit wurde. Im November 2014, mehr als 2 Jahre nach der Tat, fiel das Urteil. 3 Jahre Haft für ein Verbrechen, bei dem sich tatsächlich etwas ganz anderes abgespielt hat. Wir drehen die Zeit zurück und versuchen zu verstehen, was wirklich an jenem Tag geschehen ist. Es opferte lediglich 2 oberflächliche Kratzer, die angeblich von mir mit einem Messer 15 bis 20 Zentimeter Klingenlänge zugefügt worden sein soll. Auf dem Foto sieht man ja, dass es ein Bluterguss ist. Im Fachjargon nennt man es auch Tumor. Dass es einfach mal eine Schwellung ist. Bei einer Stichverletzung wären die Wundränder gelb und es gäbe einen Stich. Naja, die Wahrscheinlichkeit, dass man nur 2 Kratzer davon trägt, ist natürlich nicht hoch. Ich habe jetzt schon mehrere Sachen in meiner Laufbahn gesehen, an Schnittverletzungen, an selbst zugefügt und fremd zugefügt. Und ja, also kleine Kratzer sind da in der Regel nichts, was wir auch behandeln. Vor allem. Und wie können solche Wunden von einem Messer zugefügt worden sein? Wie ist das möglich? Der Patient sei an der linken vorderen Brust mit einem Messer verletzt worden. Hier 2 mal 5 cm große, oberflächliche Verletzungen. Ein versuchter Totschlag mit einem Heparinsalbenverband zu versorgen ist ist schon ein bisschen witzig, weil Salbenverbände machen wir bei stumpfen Sportverletzungen. Und die habe ich schon mehrfach auf der Arbeit gemacht, aber niemals dann, wenn eine offene Stich- oder Schnittwunde bestand. Also, nee, ich finde es auch ein bisschen lächerlich, ehrlich gesagt. Also wenn du angestochen wirst, gehst du ins nächstgelegene Krankenhaus, auch wenn du den Notruf absetzt, haltst du sofort das nächstgelegene Krankenhaus bei. Du hast extrem Blutverlust bei Stichverletzungen und dann noch in der Rush-Hour zum Saarklinikum nach Offenbach zu fahren, ergibt für mich keinen Sinn. Es wurde nichts beachtet. Es wurde nicht beachtet, dass ich zum Beispiel zu dem Zeitpunkt, zu meiner Verurteilung, war ich 2-facher Vater. Meine Kinder waren gerade 1 Jahr alt. Ich habe ja von meinem Bruder die Kids wachsen sehen. Ne? Das erste Schritt, das erste Mal, wie er gesprochen hat. Ich meine, ich hätte ihn natürlich auch gegönnt. Oder ich habe meinen ganzen Inneren gewünscht, dass er es auch sieht. Ich habe mitbekommen, wie er in die Selbstständigkeit gekommen ist, wie er seinen eigenen Laden aufgebaut hat. Tattoo-Studio. Und er war genau, sag ich mal, in seiner Blütezeit. Er wurde in seiner Blütezeit aus dem Leben gerissen. Traurig, mehr kann man da nicht sagen, wenn man Marvin als Person kennt. Man weiß, dass Marvin ein guter Typ ist, ein reines Herz hat, deswegen traurig auf jeden Fall. Ja. Ich denke, dass kein Mensch einfach aus dem Leben gerissen werden sollte, wenn wirklich alles zu 100% klar offensichtlich dasteht. Ja. Es war sehr schwer für mich mit anzusehen. Ich hatte damals das Gefühl, der Marvin hat so ein bisschen aufgegeben, weil er wusste, dass viele Leute gegen ihn hier schießen wollten. Also nicht nur die Seite von Burak, sondern auch die rechtliche Seite, Polizei. Ich habe das ja selber auch mitbekommen. Der Oberkommissar wollte mich hier zu einer Aussage drücken, die ich nie getätigt habe. Während der Haft fand der Verurteilte zurück zu seiner Religion, zum Islam. Doch diese Rückkehr brachte nicht den erhofften Frieden.
Stattdessen zog sie neue Konflikte und Hindernisse nach sich, die seine Reise nur noch komplizierter machten. Eigentlich war mein Vollzug am Anfang relativ normal, bis natürlich es anfing, dass ich mich mehr meiner Religion, dem Islam, gewidmet habe und das natürlich dort niemandem geschmeckt hat. Und ich dann schnell aus dem Rocker im Gefängnis der Salafist wurde. Hier im Hintergrund ist diese hässliche Vollzugsanstalt. Dieses Buch, keine Aushändigung, laut 34.1. Das Buch Missverständnisse über Menschenrechte im Islam stammt vom radikalen Salafisten Abdul Rahman al-Shia. Es befindet sich wegen extremistischer Inhalte und Aussagen auf der Indizierungsliste der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien. Daher rege ich an, dieses Buch aus dem Fundus der JVA Lektüre zu entfernen. O ihr Menschen, wir haben euch aus Mann und Frau erschaffen und euch zu Völkern und Stämmen gemacht, auf dass ihr einander erkennen möget. Wahrlich, vor Allah ist von euch der Angesehenste, welcher der Gottesfürchtigste ist. Wahrlich, Allah ist allwissend und kundig. Ich wurde mehrmals im ganzen Verlauf meiner Haft, wurde ich mehrmals von verschiedenen Sozialdiensten geholt. Und mir wurde die Frage gestellt, Herr Dell, warum sind Sie denn so radikal islamistisch? Und ich habe immer gemeint, wie meinen Sie das? Also, warum? Ich dachte mir, wenn einer für 3 Jahre verknackt wird, dann muss ja irgendwas hinterstecken, ja. Aber gut, im Nachhinein war ich halt schlauer, ja. Die eigentliche Tat war Bullshit, ja. Kann man nicht anders sagen, ja. Ich habe nur zu Donna gesagt immer, der kann nicht so lange da drin bleiben. Das kann nicht sein, ja. Da passiert noch was, der kommt früher raus. Und sie mit Tränenaugen, meinst du wirklich? Also, ja, bestimmt, ja. Also das war schlimm für mich, ja. Also schlimmer als alles andere, ja. Cut. Ich konnte es überhaupt gar nicht glauben, dass das war. Ich hatte manchmal jedes Mal wieder Spaß. Er kam mit Beschenkungen, hat Abschied genommen und dann macht es klar, okay, es wird Zeit Abschied zu nehmen. Und nicht nur privat und geschäftlich hat das Schäden hinterlassen und ich wurde dahingehend aus dem Leben gerissen. Noch bevor er die Haft antrat, stand Marvin vor einer glänzenden Zukunft. Mehrere American Football Teams hatten ihm Angebote gemacht, ihn als Teil ihrer Mannschaft zu gewinnen. Die Chance, seinen Traum vom Profisport zu leben, war greifbar nah. Doch mit der Verurteilung zerbrach nicht nur sein Leben, auch seine sportliche Karriere, die ihm eine neue Richtung geben sollte, wurde abrupt beendet. Ich war zu dem Zeitpunkt ja dann bei Frankfurt, bei der Universe, und da wollte er eigentlich auch hinwechseln. Und dann hat es gehießen, ja, Marvin kann nicht spielen, weil er da eventuell ins Gefängnis muss, ja. In der Haft fand der Verurteilte Trost in den göttlichen Schriften, in der Bibel und im Koran. Diese Suche setzte er auch nach seiner Entlassung fort und lernte sogar Arabisch, um die Worte seiner Religion in ihrer reinsten Form zu verstehen. Vor allem was seine Religion anging, ja. Also er hat ja die Bibel studiert und auch den Koran und hat sich dann für den Islam entschieden, was ich vollkommen befürworte, auch wenn ich selbst mit Religion null am Hut habe. Ja? Also er ist ja nicht getauft. Nur weil er den Glauben viel intensiver lebt und das auch weitergibt an andere Moslems, die nicht konvertiert sind, die schon Moslems sind. Und das ist das, was den Leuten nicht gefällt, dass der die sozusagen belehrt. Ja, früher war der so mehr gewalttätig, wie Drogen wird. Aber jetzt weder Drogen, weder Gewalt, ein ganz anderer Mensch geworden. Der und er ist, glaube ich, 2 verschiedene Welten. Er ist ein Moslem, er ist konvertiert zum Islam und praktiziert das einfach so, wie es sich gehört. Ohne Umschweifen, was er nicht weiß, der kundigt er sich drüber. Also man muss sagen, er ist auf jeden Fall ruhiger geworden.
vieles ruhiger. Wir kennen uns jetzt auch seit über 10 Jahren, haben schon einiges zusammen erlebt. Und man muss halt wirklich sagen, er ist um einiges ruhiger geworden. Immer Leute, die über Marvin urteilen und ihn nicht kennen, erzähle ich, dass ich beide Seiten von Marvin kenne. Ja, ich kenne einmal diese verrückte Seite von Marvin vor dem Islam und ich kenne die Seite nach dem Islam. Und früher war das Krieg und heute ist es Frieden. Ja, logisch ist der Sinn der Religion auch, dass du zu dir findest, ja, dass du mal Sachen, die du machen willst oder machst, hinterfragst, ob das auch in Ordnung ist. Und das hat er 100%, ja. Bin ich ganz sicher, ja. Im American Football kommen so viele Kulturen und verschiedene Nationalitäten zusammen. Das heißt, wenn man sich hier nicht integriert, dann hat man gar keine Chance, in einem Team mitzuspielen. Ja, wir haben hier auch in Bad Homburg so viele Nationalitäten und verschiedene Glaubensgemeinschaften. Von daher ist uns das vollkommen egal. Wir haben jetzt auch Ramadan und es war überhaupt keine Frage, dass die Jungs ihr Fastenbrechen hier machen dürfen während des Trainings. Das steht für uns außer Frage. Er würde es uns genauso erlauben, wenn wir die Position tauschen würden. Von daher, er ist ein Mensch in erster Linie und das ist das, was für uns zählt, ein guter Mensch. Und an wen er glaubt oder wie seine Religionsglaubensgemeinschaft ist, das ist für uns vollkommen egal. Obwohl die Krankenakte eine nur oberflächliche Wunde belegte, musste er sich dennoch vor Gericht wegen versuchten Totschlags verantworten. Ein schwerer Vorwurf, ungeachtet der offensichtlichen Beweise, die für eine andere Wahrheit sprachen. Dadurch, dass es keine Einstichverletzungen gab, und es eigentlich schon etwas war, was durch jede Rangelei oder irgendwas passieren kann, finde ich das nicht gerechtfertigt. Warum sollte jemand so lange in Haft gehen, sein ganzes Leben irgendwie auf Null gesetzt werden und so, also jemand wird die Lebenszeit genommen für etwas, was er gar nicht wirklich gemacht hat. Die ist nicht verurteilt worden. Und ich fand das halt richtig schade, dass so ein Mensch, der sein Leben im Griff hat, der seine Selbstständigkeit aufgebaut hat, wegen so einer Sache aus dem Leben gerissen wird und der, sag ich mal, in dem Sinne alles verliert. Weil ich denke, dass kein Mensch einfach aus dem Leben gerissen werden sollte, wenn wirklich alles zu 100% klar offensichtlich dasteht. Ja. Marvin hat damals ja auch gerade mit mir ein Unternehmen gegründet. Wir haben frisch ein Büro bezogen, was wir renoviert haben. Er ist frisch Papa geworden. Und zudem die Tatvorwürfe, die dort im Raum standen, die waren nicht gerechtfertigt. Und definitiv war diese Strafe überzogen. Es war auch einfach ein Exempel, was statuiert wurde. Natürlich ist das krank, aber so läuft das System einfach. Die haben jemanden, dem sie den schwarzen Peter zuschieben möchten und dann machen die das. Und wenn da natürlich Clubangehörigkeit dabei steht, ist sowieso schon jedes Blatt beschrieben. Da hat man wenig Chancen, da noch irgendwie rauszukommen oder, sag ich mal, Gerechtigkeit erwarten zu können. Ja, ich kenne den Boak. Ich kenne den Boak nicht seit heute, sondern seit ca. 10 Jahren. Und ich weiß ganz genau, was für ein Unwesen er treibt und mit was er sein Unwesen treibt. Er stellt sich als unschuldsam dar, aber das ist da auf gar keinen Fall. In seinen Cafés, er betreibt, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, 2 oder 3 Cafés, wovon ich weiß. Und ich weiß auch, was er gerade für den Robot macht. Es weiß eigentlich jeder, nur jeder hält sich die Augen zu und sagt nichts. Meiner Meinung nach müsste man viele andere Sachen auch noch belangen. Aber dadurch, dass er halt, sag ich mal, einen Bruder hat, der bei der Polizei oder Schutzpolizei etc. ist, hat er da auch sehr gute Kontakte. Und da wird auch das ein oder andere auch mal unter den Tisch gekehrt. Also zur Gerechtigkeit, denke ich, gehört es nicht dazu, Beweise unter den Teppich zu kehren und wirklich handfeste Beweise, Indizien, die wirklich gegen diese Tat sprechen oder gegen dich als Täter sprechen, unter den Teppich zu kehren und dann sagen, ey, das ist halt einfach mal so jetzt und da müssen wir jetzt gucken, wie man damit zurechtkommt und im Endeffekt ist es nicht stehende Problem. Und ich finde es halt sehr unter aller Sau. Ist halt zu viel Klischee-Denken hier in Deutschland. Die Klischees und Vorurteile, sie haften wie Schatten an einem Menschen, egal wie wenig sie von der Wahrheit abbilden. Oft sind es diese Schablonen im Kopf anderer, die den Weg eines Menschen bestimmen, ihn einengen und ihn letztlich in eine Rolle drängen, die nie die seine war. An dem Tag sind wir raus
Und die sogenannten Opfer haben sich quasi in unser Gebiet begeben, mit der Absicht, uns auch attackieren zu wollen. Ja, das war Mittagsgeschäft. Es war ziemlich viel los. War auch gemischte Publikums. Wir haben Mittagsgeschäft, haben wir gemischte Publikums. Es waren eher so, sag ich mal, Pärchen mit Kindern, ältere Leute, viele Rentner. Und ich war an der Kaffeemaschine, habe gearbeitet und habe dann gehört, dass irgendwie Flaschen runtergefallen sind. Ne? Ja gut, wir waren wie jeden Tag eigentlich in unserem Stammcafé. Haben dort zusammengesessen mit allen Freunden. Und an dem besagten Tag ist auf jeden Fall der Burak in seinem Fahrzeug angefahren gekommen. Wurde dann auf der Straße von Marvin halt angehalten. Und dort kam es dann halt zum Schlagabtausch zwischen den Parteien, muss man sagen. Und ja, es ging relativ schnell. Ich habe vieles mitbekommen, vieles gesehen, durfte damals nicht mehr eine Aussage machen. Und ich glaube, so der wichtigste Aspekt war einfach, dass Leute gerufen haben, pass auf, der Burak hat ein Messer. Ja, also ich war ja einer, der am nächsten am Geschehen war, konnte also alles sehr detailreich mit ansehen und habe dann gesehen, wie Marvin und seine Jungs das Auto von Burak angehalten haben. Und ja, dann ging es auch kurze Zeit später los mit ein paar Fäustenschlägen, Tritten, Schilder sind geflogen, Totschläger ist auf den Boden gefallen und ich konnte dann nur beobachten, wie da etwas für mich wie ein Messer, etwas derartiges gezückt wurde von Burak und da habe ich noch gerufen, hier, pass auf, da ist ein Messer. Ja, relativ kurz danach hat sich das Ganze aufgelöst. Der Totschläger, der dann auf dem Boden lag, hat einer von Burak seinen Jungs aufgehoben, ist dann zu Chris seinem Auto, was direkt ein paar Meter weiter vom Geschehen geparkt hat, hin und hat dann die Heckscheibe eingeschlagen. Kurz danach sind sie auch weggefahren und die Polizei kam dann schon und hat dann mich anhalten wollen, ja, und befragen wollen. Er hat natürlich eine Hollywood-Geschichte aus dem Ganzen gemacht. Er ist vor Gericht aufgestanden, hat das Szenario nachgespielt, als wäre ich wie ein Massenmörder, wie ein Psychopath auf ihn mit meinem Messer gelaufen und wollte ihn töten. Deswegen auch die Anklage, versuchter Totschlag. Die Beweise liegen auf dem Tisch, die Fakten sind klar. Alles deutet auf Marvins Unschuld hin. Doch der Nebel um die Wahrheit lichtet sich erst jetzt, wenn wir zurückkehren zum Tag der Tat. Zum Augenblick, an dem alles begann. Und jetzt erzähle ich euch, wie es wirklich passiert ist.
Sucht euch einen anderen Clown, ich suche mir einen anderen Zirkus. Nach all den Jahren des Kampfes um Gerechtigkeit, des Sammelns von Beweisen und der schmerzhaften Erinnerungen hat Marvin seinen Weg gefunden. Während er an diesem Film arbeitete und das Geschehene verarbeitete, lebte er einige Jahre in Marokko, suchend, vielleicht auch ein wenig hoffend. Im Jahr 2021 wagte er schließlich mit seinem Anwalt einen Neuanfang und strebte ein Wiederaufnahmeverfahren an, das ihm das geben könnte, was ihm genommen wurde: Wahrheit und Gerechtigkeit. Manchmal ist die Wahrheit ein langer, mühsamer Weg, auf dem wir uns selbst begegnen. Und in der Stille zwischen den Worten bleibt nur die Frage: Was ist am Ende wichtiger, das Urteil anderer oder der Frieden, den wir in uns selbst finden? Jetzt sind wir hier in meiner Wahlheimat Marokko, einige Jahre später. Viele Leute haben nicht mehr an mich geglaubt, ist auch kein Problem. Ich denke, die Beweise sind jetzt alle klar. Ich habe auch von überall Hate-Kommentare bekommen, seit den ersten Interviews bei sämtlichen Podcasts. Ja, der verdient mehr, das, scheiß Salafist, das. Ganz kurz, ich bin seit über 8 Jahren straffrei, nur zur Info. Ich habe mir nie wieder was zu Schulden kommen lassen. Das sind alles Sachen, die für sich sprechen. Da können sich die Leute sonst noch so auf den Rücken schmeißen und die Füße in die Luft und in die Tasten tippen und wild werden und sonst was. Dieses Land hat mich willkommen geheißen, wie als würde ich zu denen gehören. Ich danke dem gesamten Königreich, danke auch an den König Mohammed Sadis. Danke für diese Aufnahme, danke, dass ich hier in Marokko sein darf, danke, dass ich hier mein Leben in Freude leben darf und danke, dass ich hier Ruhe habe und niemanden, der mich aufgrund meiner Religion heimsucht oder belästigt oder sonst irgendwas. Danke dafür, wirklich danke. Ihr müsst euch irgendwann die Niederlage eingestehen und auch wenn es sich vielleicht unangenehm für euch anhört, aber nach jahrelangem Kampf habe ich gewonnen. Ich habe mein Ziel auch somit erreicht. Die Wahrheit ist draußen, egal was ihr am Ende dazu sagen werdet, egal wie sehr ihr euch darüber echauffieren werdet und versuchen werdet, Beweise zu finden und sonst was. Leute, ich habe euch Schachmatt gesetzt. Wie oft wurde gesagt, ich werde doch hier nicht an mein Ziel kommen. Jahre weg, war im Dreck, hab zu viel davon. Die Geschichten sind bis heute noch geblieben. Vieles stimmt, doch die meisten Leute liegen. Zu viel bewegt und genau das macht euch Angst. War im Knast für eine Sache, die nicht stimmt, ich hab's gesagt, ey. Von Realness kennt doch fast niemand die Werte mehr. 450 wird euch diesen Straßencode erklärt. Back on track, von Rabat bis nach Hanau. Eine Ermahnung, die ganz klar kommt, denn die Liste, sie ist lang, Bro. Das ist der Startschuss und Feuer auf die Medien. Wir leben hier, um zu verewigen. Es ist der Kreislauf des Lebens und ich scheiß auf eure Regeln. Mir egal, was ihr sagt und wer redet. Heute fokussiert auf mein Ziel und meine Hater kotzen, weil sie sehen, dass ich real bin. Out of the system, Mittelfinger an die ganzen Heuchler. Lauter Gesindel und Gesocks, diese Gottlosen töten das Volk, ja. Trauma verschwindet, denn die Hoffnung auf Gott ist im Herzen verankert. Sauberes Business, kenne tausende Wege zum Schlechten, doch tauber. Fahndung, Ilo auf Tarnung, Pardon, mache mio bis dato. Riese mit Bart und schieße auf Pablos, S7 Rentiere, Diesel am Tatort. Teilen die Kasse jetzt auf, schmeißen das Geld auf den Haufen. 50:50, mein Bruder, Freundschaft kann man hier nicht kaufen. Fick die Welt, denn die Aussicht ist Anthrazit. Rauschgift, nachtaktiv, Blaulicht sagt Hauptsache. Während du 1000 pro Tag verdienst, raubst du jedes Mal etwas vom Traum deines Paradieses. Habe hart gekämpft für das Ziel und bring das Lächeln in die Herzen armer Siedlungen. Ilo teilt Mios in Dunja, denn die guten Taten generieren den Umsatz. Das Grundgesetz nicht anerkennen und damit ist alles gesagt. Hinter ihr stehen Salafisten.
Eine radikale Sekte, die einen vordemokratischen Urislam vertritt. Der Verein Die wahre Religion soll zerschlagen werden. Denn schon seit Jahren gibt es den Verdacht, dass hier nicht nur der Koran an Interessierte in der Fußgängerzone verteilt wird, sondern Out of the system. Lauter Gesinde. I'm a man who believed that I died 20 years ago. Trauma verschwindet. I live like a man who is dead already. I have no fear whatsoever Sauberes Business of anybody or anything.